Herzlich willkommen bei Pile of Shame. Mein Name ist Markus und ich führe euch ein bisschen im Rahmen unserer Serie Pile of Fame durch unterschiedliche Spiele aus meinem persönlichen Pile of Shame auf Steam. Da gibt es eine Menge, wie bei den meisten von euch wahrscheinlich, vor allem wenn man schon ein paar Jahre damit zubringt, am PC zu spielen. In meinem Fall sind es hauptsächlich Strategiespiele, Aufbauspiele, Colony Sims, wie jetzt heute zum Beispiel Going Medieval. Und was machen wir? Wir schauen uns die Dinge an. Im Verlauf der Zeit, jetzt im Fall von Going Medieval, bin ich schon im Early Access eingestiegen. War damals schon ein ziemlich geiles Spiel mit einem besonderen Twist. Im Vergleich zu anderen Colony Sims, vielleicht Rimworld, so als das bekannteste Beispiel zu nennen. Es sieht einfach ein bisschen geiler aus und durch den Einbezug einer dritten Dimension, zeige ich euch später, man kann in die Höhe und in die Tiefe bauen, kommt ein besonderer Twist rein, der das Ganze ein bisschen interessanter macht, aus meiner Sicht zumindest. Es erinnert mehr an klassische Aufbauspiele oder Citybuilder, die natürlich auch bei mir sehr beliebt sind, aber in einer anderen Rubrik. Was gibt es sonst noch bei mir zu sehen? Tycoon-Spiele, auch ein bisschen Aufbau-Survival, aber das Vorliebseite im Koop mit anderen Menschen. Ja, schauen wir einfach mal ein bisschen rein. Also, erstmal herzlich willkommen beim Let's Play für Going Medieval. Haben wir jetzt ein bisschen was gesagt. Ich habe schon mal reingespielt früher. Schauen wir mal, was es jetzt inzwischen zu bieten hat mit dem Full Release. Ihr seht, wir sind auf Version 1.078 und gehen jetzt einfach mal rein und fangen ein neues Spiel an. Da wir uns ja vor allem auf die Mechaniken konzentrieren wollen, fangen wir jetzt mal easy an. Neues Leben. Einfach. Saison Frühling. Jahreszeiten-Simulationen. Erkläre aber alles noch ein bisschen ausführlicher, was ich haben will. Ich hätte ganz gerne, ihr seht, ihr habt unterschiedlichen Kartentypen. Ich würde wahrscheinlich in den Berg gehen, weil ich will eine schöne klassische Burg haben. Ich möchte auch eine große Karte natürlich. Sollte meinen Rechner einpacken. Dann fangen wir neu anfangen. Hey, das ist ein kleiner Anfangen. Gut. Was möchte ich haben? Ich hätte gerne später... Silber. Eine Burg, die sich in einem Fluss befindet. Ja, why not? Das könnte auch ganz geil sein. Allerdings sind wir die Rohstoffe ein bisschen zu weit weg. Gucken wir noch ein paar Mal. Vielleicht kriegt man noch was Geileres. Los geht's. Mal einfach mal rein. So. Hier auch eine neue Gruppe. Ich möchte hier... So. Schauen, ob wir ein einigermaßen ausgeglichenes Setup bekommen von Leuten. Ich mache mal erstmal relativ jung. Ich möchte... Ja, vielleicht brauchen wir nicht mehr reine Männer. Geschichte. Zelotta. Das ist... Johann. Born. Hier ist er ausgerechnet. Erstmal wurscht. So kannst du. Vital bist du. Bauen. Ja, das ist nicht verkehrt. Im Endeffekt, worauf kommt es bei unserer Startgruppe drauf an, dass wir eine einigermaßen normale Verteilung hier unserer Fähigkeiten und Eigenschaften haben. Wir brauchen am Anfang vor allem Bergbau, weil ich möchte ein bisschen in den Berg reinbauen, unsere Burg, und auch in die Tiefe bauen. Jetzt schauen wir, hier haben wir ein bisschen Meisterschütze, Nahkampf, Zimmerer, Handwerk. Na, Zimmerer brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt eigentlich einen Architekt. Du kannst gut bauen, das ist der Träumchen. Jo, schauen wir mal, was Geruas, der heißt Anfang Dufour. Na, relativ flotten Frisur. Bogenbauer bist du, ne, bist du nicht. Du bist Handwerker. Baumeister. Baumeister. Hochkunst kannst du nicht. Bauen kannst du gut, gell. Aber das ist auch mit dem Architekt ein bisschen viel. Chefkoch. Chefkoch wäre geil. Feldkoch, gesunder Handwerker. Machen wir Handwerker aus dir. Du auch kein Architekt, sondern eher... Irgendwas reizt mich in der Chefkoch, so groß wie es anhört. Aber wollte ich übertreiben. Wir machen ein
Steiner. Ja. Steiner aus dir. Ist immer noch gut im Bau. Ist halt auch irgendwie die Doppelung, ja. Du bist doch ein Chefkoch, das ist mir wurscht. Kochkunst magst du nicht. Aber da bist du halt voll gut drin, gell? Der Koch. Arne ist nicht ganz dumm. Bisschen. Macht's in der Kriminal besser. Orientieren, Johann Chefkoch, anfangen. Handwerk und Iselotta, was darfst du mal eine Gärtnerin? Iselotta, ach ja. Du bist eine Bäuerin. Liebhaber von Böhmermann. Ich war auch jünger. Richtig, sieht alles erstmal wurscht. Johann Chefkoch, das kannst. Wo sind wir jetzt so scheiße? Bergbau sind wir so richtig kacke. Das soll sich möglichst ändern. Der Chefkoch darf noch ein bisschen besser werden. Hier. Bauen das zurück auch ein bisschen besser werden. Kochkunst ist gut. Nahkampf ist gut. Meisterschütze wäre besser. Das hier gerne noch. Der schlechter, ja. Machen wir alle auf 10. Ich hätte nämlich gerne für alle Bögen. Meisterschütze, Meisterschütze. Ist richtig scheiße im Nahkampf, aber dafür in anderen Dingen ganz gut. Schauen wir mal, wo haben wir noch? Schneidern sind wir noch relativ scheiße. So, unser Handwerker noch ein bisschen können. Komm. Sind wir noch Medizin sind wir scheiße. Das darf sie können. Bäuerin, was haben wir noch? Intellekt sind wir auch noch nicht so richtig ganz weit vorne dabei. Alle dumm wie Brot. Ja, Johann Chefkoch, komm. Du darfst noch ein bisschen. Hübsche kleine Eigenschaft, dass jetzt nicht ganz auf der Brenn, ob du herkommen bist. Wie man da 40 Nickerchen. Was? Schneewittchen. Es gibt Geld. So. Gut. Jetzt hätten wir unsere Trades. Was hast du für ein Trade? Schonungslos und Iselotta bist unmöglich. Fröstelnde und gefräßig. Machen wir raus, das ist doch. Du bist, guckst dafür noch ein bisschen schmieden, oder? Kann das unser Handwerker auch nicht so wirklich? Dann kann er das nicht. Aber ich finde, so ist eine ganz gute Verteilung. Iselotta. Mann. Iselotta Bauern. Und schon groß? Oh gut. Wir sagen dann irgendwann. Das ist 93 und fertig. Und so. Ich glaube, das passt schon einigermaßen. Wir werden durch das Leben kommen. So, fangen wir an. Und stürzen wir uns rein. Erkläre ein bisschen, wie es funktioniert und wenn ich es jetzt am Anfang schon sehe, was sich geändert hat. Also eine der Sachen, die ist noch nicht so lange im Spiel gibt, ist zum Beispiel Feuer. Das könnte uns am Anfang auch passieren. Sprich, es gibt eine Art Simulation von Feuer. Das passiert so, dass, sagen, das ist eine Naturkatastrophe. Da, wo ist denn unser Fluss? In der Mitte entspringt ein Fluss. Wundervoll. Jetzt sind wir da. Ich möchte gern auf einen kleinen Hügel aufbauen. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Der wäre gar nicht so schlecht. Das ist die Frage, oder wir bauen uns hier oben in Höhen hier. Ja, why not? Das gefällt mir. Das machen wir. Wir werden uns da hochbauen. Als erstes, wie in den meisten Aufbauspielen, bauen wir Holz. Es geht in dem Spiel folgendermaßen: Man markiert gewisse Flächen. Wie ihr jetzt seht, ich markiere mal die Bäumchen.
als unsere ersten abzubauenden Ressourcen. Das ist geil. Das ist eigentlich auch ganz nett. Und schöner wäre natürlich, wir hätten noch ein bisschen mehr Hügel. Ich überlege gerade, ob ich mit diesem Teil hier am Rande der Karte Schnick und hier mal Burg drauf baue. Wäre eigentlich vielleicht ganz nett so. Aber hier hat, ja, hier ist mehr Fläche. Ich glaube, das machen wir hier. Ja, wir bleiben da und gehen auch. Die Geschichte ist jetzt nur, kommen wir da wirklich gut hoch? Ja, da kommen wir. So. Hier gibt es jede Menge Kalkstein unrein. Auf viel Kalkstein, das ist doch top. Wir werden später hier ein bisschen dann wahrscheinlich nach oben bauen, aber das interessiert jetzt noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal eine kleine, aber feine Hütte, irgendwas, damit wir mal durch das erste Jahr kommen, bevor wir einsteigen in den Bergbau und so. Aber wo bauen wir es hin? Mal gleich hoch? Ich denke ja. Ich denke, wir gehen gleich hoch. Wahrscheinlich hier einen Wasserfall hinbauen. Ah, immer noch nicht so ganz sicher. Das hätte natürlich auch was, ist aber halt schon ziemlich am Anfang. Hier wäre natürlich cool, wenn wir schön hoch wären. Ich baue mich jetzt erstmal unten rein. Wir messen am Anfang so ein kleines Häuschen ab. Immer so, ja. Nicht so viel vielleicht. Wir brauchen noch gar nicht so viel. Wir bauen ja erstmal eine kleine, aber feine Hütte. Wir bauen natürlich aus Holz. Noch nichts groß Verwunderliches. Wer schon mal so ein Spiel gespielt hat, dem werden jetzt viele Schritte bekannt vorkommen. Wir bauen die Türe rein. Das. Bisschen Boden. Bisschen drauf. So. Wunderbar. Und dann werden wir wahrscheinlich möglichst schnell versuchen, uns hier ein wenig Rohstoffe hier abzugrasen. Seht schon, überall auf der Karte sind Rohstoffe. Fangen wir mal ein bisschen basic an, während ich wollten die jetzt aufnehmen. Also. Ja, im Prinzip gebt ihr vor, was den ganzen Tag tut. Hier unter Tätigkeiten sieht man die unterschiedlichen Trios, mit denen sie gewisse Tätigkeiten durchführen. Terminplan, momentan schaffen sie relativ. So, viel. Das soll auch erstmal so bleiben. Verwalten kommen wir später dazu, wenn wir die ersten Waffen haben oder Kleidungsstücke etc. Blub. Erstmal geht es darum, möglichst schnell ein Dach über den Kopf hinzubasteln. Wie ich vorher gesagt habe, das Besondere bei dieser Art oder bei diesem speziellen Colonism ist, die Möglichkeit in die Höhe zu bauen und in die Tiefe. Wieder hier, insgesamt 16 Stufen zur Verfügung. Noch werden wir es nicht ausreizen. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Basic. Und dazu brauchen wir als erstes neben dem Dach über dem Kopf die Möglichkeit zu knacken. Wir uns 3 Ketten hinstellen. Ihr seht hier auch überall, was brauche ich für hier ein Teil, hier Heu. Darum habe ich jetzt hier oben das Heu schon mal als zu ernten markiert. Wir brauchen viel Essen. Das besorgen wir uns auch schon mal. Und wir werden relativ schnell einen Forschungstipp brauchen. Forschung ist nämlich sehr wichtig in dem Spiel. Bauen wir uns auch mal gleich hier rein. Mit der Forschung, nachher wir freischalten, bekommen wir nämlich Möglichkeiten, Dinge zu tun. Wir bauen nämlich, zuvorderst werden wir versuchen, möglichst schnell unsere Bergbaufähigkeiten etwas auszubauen. Mit denen den Kalkstein hier abzubauen, um dann hier möglichst schnell eine aus Kalkstein bestehende Befriedung hochzuziehen, die wir gut verteidigen können. Aber, wie gesagt, die ersten Schritte sind jetzt erstmal andere, nämlich ein Dach über den Kopf hinzuzimmern. Ihr seht, es gibt eine relativ gute Simulation von im Prinzip allem, was die Natur so zu bieten hat. Uhrzeit, wir haben eine Saisonalität bzw. Jahreszeitensimulation, Frühling. Ihr seht das, 12 Tage pro Jahreszeit, also haben wir bis zum Winter noch relativ viel Zeit. Wir haben
Momentan eine der schöneren Jahreszeiten, mäßige Temperatur, Regen, Himmel, könnt ihr euch in Ruhe selber durchlesen. Im Prinzip gut, um aufzubauen. Wir sollten bis Winter es hinbekommen, einigermaßen solide verschanzt zu sein, also ein gutes, solides, warmes Häuschen zu haben oder einen kleinen Bergfried und vor allem genug Nahrung. Das wird jetzt erstmal die große Challenge werden. Neben dem offensichtlichen, wir sorgen für uns. Oh, wir haben eine kleine Ziege, ist ja wunderschön. Werden wir Lagerplätze benötigen. Lager funktionieren aus meiner Sicht relativ intuitiv. Wenn wir nebenan schon mal welche bauen, himmlisch sind. Im Prinzip ein Lager für alles Mögliche. Das ist jetzt das wirklich Besondere, aber im Endeffekt, man kann im Prinzip sehr granular einstellen, was wo wie gelagert werden soll. In dem Fall bauen wir jetzt hier ein allgemeines Lager, wo alles reinkommt mit mittlerer Prio, bis auf Essen. Das Essen möchte ich nämlich, wenn es geht, möglichst schon mal wärmeoptimiert lagern. Und wie machen wir das? Indem wir hier in die Tiefe bauen, höchstwahrscheinlich. Dazu reißen wir das hier nochmal ab. Und dann zeige ich euch schon mal, wie die Simulation von Höhe und Tiefe, Temperatur etc. funktioniert. Ist nämlich aus meiner Sicht sehr interessant und cool gelöst. Ihr seht ja überall hier oben die Temperatur, die zu erwarten ist. Und alles, was mit Essen zu tun hat, unterliegt einem gewissen Verfall. Schauen wir mal, was wir haben. Mechanische Komponenten nicht wirklich. Also generell alles unterliegt einem Verfall. Natürlich ist es viel interessanter bei dem Thema Mahlzeiten. Hier sehen wir es mal. Haufen zersetzt sich in 33 Tagen 4 Stunden. Das ist okayisch. So. Jetzt das Thema Forschung. Wir machen im Prinzip immer wird hier geforscht. Mit hoffentlich relativ hoher Prio. Dach über dem Kopf sieht ganz okay aus. Wir werden unser großer Bergbauer. Lotta nicht. Johann ist es. Johann. Ja. Was auch cool ist, man kann seine Siedlerpioniere relativ direkt steuern, indem ich ihnen einzelne Aufträge gebe. Oder wie gesagt vorher, im Prinzip über ihre Tätigkeiten und arbeiten. Und mal die ganzen weg brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Wichtig ist erstmal, wo ist unser Johann? Komm. Johann, du sollst hier eigentlich Bergbau betreiben. Los. Interessiert dich nicht. Wunderschön. Warum interessiert dich das nicht? Weiß man nicht. Aber schnell erledigt sein anfangen. Beschleunigt mal ein bisschen. Jetzt ist nicht so mega interessant, sie arbeiten. Also schon mal gutes Anfangen. Sei fertig. Ja. Was ist jetzt los? Hast du das jetzt verkackt oder wie? Was machst du das hast? Und du sollst hier den Bergbau machen. Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum er hier nicht weiterkommt. Warum kommst du hier nicht weiter? Wir schauen uns mal an, dass der Kalkstein vorkommt. Kannst du den Kalkstein noch nicht abbauen oder was ist los? Oder bist du jetzt doof, der Bergbau? Ne? Bergbau, okay, du bist relativ doof, was Bergbau angeht. Das wäre schlecht. Wenn du jetzt quasi zu doof bist, um hier das kleine Loch zu machen. Oh. Vielleicht schafft das ja doch, während Johann fleißig vor sich hin forscht. So gut ist. Jetzt gibt's doch nicht. Okay. Gut, Johann, dein Job jetzt mal. Kriegst du das hin? Gut, du machst das nicht. Warum? Weil du sehr auf Forschen.
Ach ja, Bergbau sollst du schon auch mit 1 bleiben. So, machst das jetzt mal. Gut. Idee nicht so schön, aber das geht. Vielleicht ist ja Johann jetzt mal schlau genug, um hier nach unten zu kommen. Sonst müssen wir wirklich erstmal über die Forschung gehen. Ja, voll, ist mega der Sport. Gut. Wir werden 2 nach unten gehen. Wir bauen mal gleich nur was rein. So, jetzt semi-schlau. Damit sie runterkommen, brauchen sie natürlich irgendeine Leiter. Auch hier hin. Oh. Und wir bauen auch den nach oben. Damit wir einen kleinen Holzturm uns basteln können. Mal Forschung. Oh, kann man doch. Gut, da schreiben wir schon mal was frei, nämlich den Holzbalken. Das wird später relativ wichtig, oder eigentlich schon ziemlich unmittelbar relativ wichtig, weil es eine rudimentäre Physiksimulation gibt. Fällt jetzt hier noch nicht so auf, aber im Endeffekt, wir müssen gucken, dass wir relativ stabil bauen. Und dazu sind die Balken wichtig, aber auch, dass die Räume nicht zu groß sind. Und natürlich die Materialien, aber das kommt alles ein bisschen später. Wir werden jetzt versuchen, möglichst schnell hier hinzukommen, den Steinmetztisch, weil ich hoffe, dass wir dann nämlich hier relativ schnell kommen wir durch. Na, hier können wir Steinblöcke oder Lehm brennen. Ich möchte aber nicht mit Lehm arbeiten. Wir kriegen ja hier Erde brauchen wir und nachher etwas schöneren Boden für unsere kleine Burg bzw. den Bergfried zu haben. Aber ich denke, ich werde hier hingehen. Wir brauchen 20. Da seht ihr jetzt das grundlegende Prinzip erklärt. Also, wir haben sie gesehen, am Tisch werden gerade von Anfang, warum auch immer er das gerade macht, diese Chroniken erstellt. Mit den Chroniken Forschungsbetrieb. Eine gewisse Menge brauche ich, um den nächsten Schritt zu machen. Das Besondere ist bloß, sie müssen auch zugeordnet bleiben. Sprich, was ihr hier seht, wir müssen jetzt eigentlich, wenn ich es richtig check, 29 haben, wovon 15 hier für die Erforschung der Architektur zugeordnet sind. Jetzt brauchen wir quasi noch ein paar, ja, um den nächsten Schritt hier die Steinblöcke schneiden zu erreichen. Johann arbeitet fleißig, so ist recht. Gut, das sollte reichen. Hier kommt gleich noch eine weitere Holzleiter rein. So. Sollten wir da einigermaßen nach unten gekommen sein. So, wunderschön. Jetzt werden wir hier unterirdisch weiterbauen. Und ja, wir hier anders machen, einen kleinen Keller bauen. Der es uns ermöglicht, einen Kühlschrank aufzubewahren. Aber das ist mal die Engine. Die brauchen wir jetzt nicht. So, lassen wir die Nacht schnell durchlaufen. Und gucken, dass wir da weiterkommen. Hier brauchen wir demnächst mal für unsere. Jetzt haben wir dann eine männliche und weibliche, oder? Oh, das ist gut. Das werden wir auch mal machen, ein bisschen in die Viehzucht einsteigen. Neben vielen anderen Dingen, die wir tun müssen, nämlich wir brauchen einen Zaun. Da hinten gleich mal hinbauen, oder? Jetzt hier nicht groß übertreiben. Im Endeffekt. Brauchen wir jetzt erstmal hier bloß irgendwas, um einigermaßen zuzukriegen. Das ist natürlich jetzt nicht der schönste Untergrund für unsere
liegen, aber im Endeffekt ist auch wurscht. Ist ja nur vorübergehend. Machen wir noch einen Gehegemarker. Wunderschön. Werden wir tun, wenn Johann unten fleißig hackt. Ich erkläre euch ein bisschen, wie das Transportsystem funktioniert. Also, wir haben ja vorher schon hier da geerntet, können im Prinzip mit fast allem auf der Karte machen. Werden wir auch nach und nach jetzt hier im Frühling und Sommer immer mehr versuchen, um für den Winter vorzusorgen. Also bis auf Efeu brauchen wir nicht unbedingt. Das Besondere ist, es ist ein bisschen unterteilt in Ernte als Prozess und den Transport als Prozess. Generell Tätigkeiten seht ihr hier. Transportpriorität. Man kann das Ganze aber noch ein bisschen, soll man sagen, beschleunigen. Normalerweise, indem man hier das wählt. Einen dringenden Transport. Das scheint hier schon irgendwie wird scheinbar schon gewollt. Gut. Mal kurz runter. Wie sieht es denn hier aus? Na, ausbaufähig. Hier wollte ich noch eine Leiter nach oben bauen. Und dann werden wir wahrscheinlich ja, wir bauen einfach ein Stück drauf. Hier einen Leiter hin. Dran. Und dann werden wir hier ein wenig versuchen, so einen kleinen Überbau hinzukriegen und gucken, wie weit es geht. Ich möchte eine Art Verteidigungsplattform hier erstmal haben. Es werden nämlich unweigerlich früher oder später nicht so nette Personen vorbeischauen. Dafür sorgen wir jetzt mal vor. Muss nicht schön sein erstmal, sondern einfach kurz weg. Und hier kommt eine Tür hin. Und dann sollten wir doch erstmal ganz gut dastehen. Wie gesagt, schön ist es nicht, aber wertvoll. Gut, was hat man hier in unserem Tiergehege? Erstmal alles. Wir hier nur Ziegen haben. Und eine Katze. Hallo. So, das Mensch ist genannt. So, wer kann denn gut mit Tier? Man kann Rex. Oh, Iselodda. Und führt ihn noch weiter. So, du holst jetzt bitte mal Whisky und führst sie in den Ort. Das Gehege. So. Wo ist die Jade? Und führt sie auch in ihr Gehege. Wir hatten doch eigentlich so eine kleine Ziege noch irgendwo rumliegen, was die? Hallo. Ach, hier, ne. Wo ist sie hin? Wir werden sie finden. Beziehungsweise sie wird gefunden werden. Und sie wird auch reingebracht. So. Was ist denn hier los? Unten im Keller. Nicht so wirklich viel. Was ist mit Johann? Der ist hungrig. Ich kann verstehen, Johann. Aber mir wäre es eigentlich recht wichtig, dass du jetzt hier mal weitermachst unten im Keller. Das ein bisschen, damit wir anfangen können, unsere Nahrungsmittel einzulagern. Das ist nämlich ein wichtiger Schritt, obwohl wir erst im Frühling sind, aber je früher wir anfangen, desto besser ist das. War schon gemacht. Ja, wir könnten wir schon finden. Sind jetzt aber noch nicht so. Ja, die Beizubereitung fehlt, das richtig. Das werden wir uns gleich anschauen. Jetzt brauchen wir nämlich ein erstmal Lagerfeuer. Kommt
vorne hin. Mahlzeiten hübsch zubereitet. Schön ist das. Oh. Heizung, die kommen auch mal klein, weil wir sehen es zumindest vor. Aus kaltgestellten Bananenwäsche. Heizung läuft ein. Man kann natürlich Fenster noch bauen, aber wir nachher auch noch einziehen. Erstmal Sachen wichtiger. Johann schreibt schon wieder. Anfang April jetzt du hier unten, Felix, mal ein bisschen was runter. Interessiert dich gerade nicht. Ich möchte aber, dass es dich interessiert, du sollst nämlich besser werden hier. Nämlich auch was, im Prinzip wie bei jedem hübschen kleinen Rollenspiel, was Skyrim und Co. Wenn Leute etwas tun, werden sie besser darin. Wenn wir jetzt nicht bloß schießen oder ausnutzen, sondern im Endeffekt, ich möchte einfach, dass neben Johann nochmal irgendjemand den Berg bauen. Zumindest nicht komplett unbedingt ist und das wird einfach besser machen. So, und dich hier ein bisschen hoffentlich austoben und vorankommen an unserem ersten Stollen. Wir werden nämlich viel Bergbau betreiben müssen und er ist einfach zu schlecht. Komm, an. Seid ihr auch noch unter. Ich brauche hier einen Fortschritt. Oh, haben wir den Händler hier? Schauen wir uns vielleicht mal an. Was hast du denn Schönes anzubieten, liebe Händlerin? Kann irgendjemand von uns quatschen? Redekunst 3. Ja. Oh, die Lotta ist jetzt nicht ganz offen. Und gefallen. Ja, mal sehen, was du so hast. So, ihr seht da. Handelsmenü. Und ich braun. Ein Topf ist sicher nicht verkehrt. Gerste finden wir überall. Das bringt man nicht so viel. Könnte die Tiere verkaufen, möchte ich aber jetzt. Das machen wir vielleicht. Nein. Kommt jetzt nicht um. Das hier anzubieten hat einen Walnussbaum. Wäre ganz nett. Aber das sieht mir jetzt alles aus. Und der Johann schreibt immer noch fleißig, das ist okay. Baut hier fleißig, ja. Johann. 100 Kilo. Komm. Hier. Jetzt wird aufhören. Los geht's, Johann. Geh runter. Müssen wir immer noch seine Prio ein bisschen verschieben. Wenn wir nichts tun, wo ist ein Forschungsschritt? Johann. Forschung 1. Bergbau. So, 1, ja, und da. Was? Ich brauche den Keller. Dann können wir ein bisschen bauen hier. Jetzt muss ich kurz gucken, wo die Tiere. Es gibt nämlich so eine Übersicht, Aufzeichnung einmal nach. Fax brauchen wir auch nicht. War das unter Verwalten? Irgendwo gibt es auch eine Möglichkeit, die Tiere sich anzufangen. Genau, hier sollte es sein. Ich war mir sicher, dass wir vorher so ein kleines Zicklein hatten, aber gut. Hoffen wir mal, dass das noch nicht dem großen bösen Wolf zum Opfer gefallen ist. Der hier gegebenenfalls auch noch unterwegs ist. Wir beschleunigen ein bisschen. Ich muss hier vorankommen. Johann. Also das mit dem Bergbau wird noch eine ziemlich herausfordernde Geschichte, das sehe ich schon. Wenn wir so langsam sind. Das muss schneller gehen. Schalalala. Und sie schafft. Also erstmal hier ein bisschen Wohnung rumbauen. Das ist etwas unbefriedigend, aber es hilft jetzt halt auch gar nichts.
Es ist, wie es ist. Ja, doch dann ein bisschen so. Rohstoffe, 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 Rohstoffe. Ja. So, eigentlich ein Witzlager. Woran hilft, versucht sie ein bisschen noch. Mal ein anfängliches Lager reinzuziehen. Besser als nichts. Hier soll bitte nur Nahrung, Chikadaba, billig werden. Noch habe ich zumindest nicht vor, für die Menschenfresser zu gehen. Ich hoffe, es ist auch nicht. Es ist aber möglich. Stile von Rimworld wäre es theoretisch möglich. Aber wie schon gesagt, wir werden es erstmal nicht auszureizen. Im Endeffekt wäre, oh, wir sind vorangekommen. Was schön ist bei den Lagern, wir können beliebiger weiter. Das wäre jetzt auch cool. Ich möchte da unten, wie gesagt, einen wunderschönen haben. Ich werde schon sehen, warum. Es sind jetzt 3 Grad draußen. Wir gucken mal, was hier im Keller ist. Hier ist es noch wärmer. Das wird sich ändern. Ja, auch noch. Oh, also ist fertig. Darum sollte es drin eigentlich schon warm sein. So geht das. So, dann knackt man. Und knackt er nicht. Der ist auf jeden Fall mal ganz gut nachtaktiv. Johann. Da anfangen. Die Iselotta. So. Mal anfangen. Geht das noch? Du bist, was bist denn du? Der Handwerker. Johann und der Pferd. So. Verdient. So, Ferdinand. Ja, gut. Ferdinando. Diese Lotta. Ui. Macht alle knacken. Die Händlerin läuft immer noch schön in der Gegend rum. Super. Super, super, super. Jetzt werden wir mal verwalten. Ein bisschen anfangen. Ferdinand, Meisterschütze, soll sich Fernkampfwaffen schnappen. Sie X, daher soll sie sich alle Waffen schnappen können. Und die Johann, du bist auch ein Meisterschütze. Du darfst dir auch keinen Fernkampf besorgen. So, du machst bitte alle Kleidung. Alle Kleidung. Kleidung ist fertig. Dann werde ich mal sagen und anfangen in die Nahrungsproduktion einzusteigen. Das hängt ja auch der Klassiker immer eine bestimmte Menge, bis eine bestimmte Menge erreicht ist und dann immer wieder oder für immer. Wir werden jetzt mal bei Leute 12 vorhalten. Das sollte vielleicht erstmal reichen. Perspektivisch werden wir dann auch sagen, sie dürfen nur zubereitete Mahlzeiten nicht kannibalistisch tätig werden, aber gut. Wir werden es sehen. Wir versuchen es nett und moralisch korrekt zu spielen. Und vielleicht jetzt mal langsam hier reinzukommen. Und das ist wir brauchen Forschung, wir brauchen wie üblich alles. Zumindest unser kleiner, aber feiner. Wie soll man so nennen? Boom. Nimmt langsam vor. Das ist doch schon mal was. Tiere sind hungrig. Oh. Ja, das ist ein Problem. Die Tiere bräuchten vielleicht einen Futterdruck. Schnell bauen sollten. Nein, den Futterdruck. Galgen brauchen wir auch noch nicht so wirklich. Gräber. Naja, wer baut das? Und dann baut das mal.
möchte das jetzt hier auch eingelagert wissen. Das wird wirklich schnell Bäume umhauen. 200 da. Zack. Zack. Mit dir? Wüsste nicht, doch. Gut. So. Das sollte sehr hoch sein, das Futter. Haben wir Futter? Noch nicht so wirklich. Hier können wir Tierfutter herstellen. Aus Heu, ja. Das sollte auch immer vorhalten. Halten wir auch mal 12 vor. Was macht unser Keller? Nicht so viel. Johann ist. Achso, stimmt. Johann war ja unser Chefkoch. Johann kann einfach viele Dinge viel zu gut, was die anderen nicht so können. Ja, gut. Jetzt gesehen, Iselotta ist gerade besser geworden. Oh. Wegtransportieren. Und Lager wird langsam aber sicher etwas größer. Das ist doch schön. Dort, wunderschön. Müsligang, ja, das ist noch so eine weitere Mechanik, würde ich aber später erst bauen. Im Prinzip, wir haben ja Gläubige. Und die Gläubigen brauchen auch irgendwas, was sie anbieten, beten können. Das sind zwei verschiedene Religionen, die Restitutionisten und die Eichenbrüder. Da haben wir noch was eher so unreligiös ist. Vielleicht machen wir sowas. Mädels, wie geht's voran? Ganz gut. Ich brauche jetzt den Stein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir damit hoffentlich mit der Steinmetztisch. Brauchen wir nicht. Welchen? So. So, Tag 4 ist vorbei. Nacht. Das muss halt knacken. So. Das, was zu essen drin ist, ist doch alles ein Anfang. Uns immer danach so ein bisschen warum, dass wir alles noch brauchen können. Und hier oben seht ihr mal so ein bisschen den Überblick. Viel haben wir nicht. Bäume brauchen wir viel Holz, aber ich brauche Backstein. Und den möchte ich bitte so schnell. Oh, das muss vielleicht auch nicht sein, dass die Bücher draußen liegen. Ist noch kaputt. So. Schrauben wir mal kurz die Geschwindigkeit ein bisschen runter und werden Schlafzimmer, wie gesagt, nach oben verlegen. Wir die Produktion eher unten haben können. Das ist jetzt nicht, weil er sich verlagert hat schon. Mal schon rausfinden. Zack, zack. Und wer darf das machen? Johann. Gut. Jetzt wird es Johann.
runter. Oh, und das ist dich am Wacken hier. Gut, Ferdinand gebaut. Ist das schön. Unten, jetzt möglichst schnell dieser Tisch rein, der Netztisch oder wie auch immer heißt. Der Netztisch, ich brauche das Dinge. Diese Lotte forscht. Fenster rein, damit es ein bisschen wohnlicher wird. So ist es doch nichts. Machen wir 2 Fenster rein. So, zack. Oh, aus dem Keller sieht es gut aus. Gut, schaut aus der Geschwindigkeit runter. So. Das ist doch schon mal was hier. Das wird austransportiert. Und jetzt wäre die Frage, kann ich schon bei den Wänden, hier sieht die anderen aus, bei eine Kalksteinwand bauen. Ja, schön, aber ich möchte Kalksteinziegel. Die hat nämlich jetzt hier schon mal besser sein. Nämlich vor allem die Wärmedämmung interessiert mich. Und die Trefferpunkte. Ich werde da aber gleich noch sehen, sobald wir mal diese Steinmetz-Ding am Laufen haben, dass da einiges geht. Das heißt auch, wir werden langsam anfangen, Kalkstein zusammen. Gut. Los. Schön. Meinst du, geht hier? Wo? Was man dafür? Ratten. Na. Aber die werden schon gleich. So, an sich mir gefällt es nicht, dass hier so viel höher ist. Das wäre natürlich auch ein geiler Platz, um eine Burg zu bauen da oben. Das war jetzt auch brutal weit runtergraben, gell? Sich von der Position her wäre es der geilste Platz, ja. Überlegen wir es nach. Welcher wird hier jetzt hier nicht? Werkstattshilfe. Könnten langsam beginnen. Ich möchte aber eigentlich nur ganz gerne vorher das hier erforschen. Ich werde bewegen, was natürlich auch ganz geil ist, brauchen wir aber noch ziemlich viel. Ja. Leider. Darum werden wir uns erstmal um andere Dinge kümmern und ich überlege mal so lange noch, ob ich jetzt eine sehr gute Idee halte, das Bergfried zumindest hier oben drauf zu bauen, hier nach unten zu gehen. Hier. Das ist halt so gigantisch groß. Was ich halt erreichen möchte, ist im Prinzip eine erhöhte Position, die gut zu verteidigen ist. Sprich, wo nicht zu viel andere erhöhte Positionen, Schussreichweite vor allem. Hier wäre mal weg. Das gefällt mir einfach nicht, wenn der Gegner von da kommt und ich bin da unten. Kann es halt passieren, dass ich da ziemlich gekniffen bin. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch wurscht. Könnte man sagen. Deswegen, ich glaube, wir bereiten das jetzt schon mal vor. Hier müsste ich dann quasi so und das wird auf jeden Fall ein ziemliches Ding. Mit der Wassersimulation, darum ziemlich harsh hier entlang. Eisen hätte ich schon auch ganz gern.
Oh, was ist jetzt passiert? So, und wie ich schon gesagt habe, werden wir jetzt anfangen, hier den Bergweg hochzuziehen. Möchte ich den, oh, den bauen wir ziemlich in die Mitte, würde man sagen. Ja, bauen wir jetzt mal. 4, 5, 6, 7, 8, 10. 3, 4, 5, 10. So. Oh. Sollte ich einen Bergbau machen? Gucken wir mal, wer darf jetzt Bergbau? Eigentlich hier oben. Und Ferdinand soll es ein bisschen üben. Soll es das üben? Also, 3. So. Und wir schauen mal, dass wir hier ein wenig mehr auch in die Produktion reinkommen. Geerntet. Später noch unbedingt oben in meiner Burg etwas fruchtbaren Boden haben möchte. Musst du ja eigentlich. Auf was rennst du eigentlich weg? Ja, von diesen feindlichen Ratten, oder was? Willst du mich verarschen? Jag die Ratten halt. Einfach. Oh ja. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, Johann schießt so halt ab. Komm. Johann, okay. Ach, Meisterschütze ist das, oder? Das ist interessant, wie du Meisterschütze interpretierst. Er trifft eine Scheißratte nicht. So gut. Das ist ziemlich erbärmlich, was hier geht, aber gut. Oh, wenn ich das gerade sehe, haben wir hier unten eigentlich gesagt, dass hier auch Kadaver eingelagert werden dürfen. Sehr gut. Da werden wir auch relativ bald eine Schlachtbank brauchen. Aber eins nach dem anderen. Eines nach dem anderen. Hier wird fleißig gebaut. Und hier bauen wir mal, haben wir noch eine andere Art von Tür. In beiden Türen, nicht wirklich. Ja, jetzt die bauen wir uns hier mal noch. Hier da oben schön ersten Teil unseres kleinen Bergfriedes ausbauen werden. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, machen wir noch die Geschwindigkeit, weil ihr werdet ja jetzt erstmal wahrscheinlich wieder schlafen wollen. Das schläft doch schon jemand.
Ferdinandl ist echt sehr nachtaktiv. Warum schläfst du nicht? Äh, ernsthaft? Lag das vielleicht daran, dass die kleine Joyce hier rumlag daran? Dann brauchen wir die Tür hier rein. Mensch, kleine Joyce, was soll das? Oh, sieht ganz okay aus schon. Unser Bergfried. Anfang unseres Bergfrieds. So. Da wird eifrig gebaut, da wird eifrig. Und was ich hier machen werde, ich werde hier gleich mal, wenn das unser zentraler Ausgangspunkt ist, anfangen, eine Art Treppenhaus hochzuziehen. Geht da inzwischen was? Ne, noch nichts. Dorfbewohner sind erschöpft. Hier ist der Backnacken Ferdinand, ja? Und das mit den wilden Ratten, vor der wir alle Schiss haben, ist ein bisschen mit dem Kätzchen. Ist jetzt noch da, kannst du das dich mal lassen? Gibt's doch nicht. Fliegen alle vor den Ratten, nicht rede. Was jetzt erlegt? Ja, ich Träumchen. Na gut, den brauchen wir vielleicht nicht. Ah. Ich überforsche. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber. Jetzt reicht's mal. Oh. Ist denn alles entfernen? Abfall kommt hier hin. Vielleicht auch nicht so schlimm. Das ist Iselotta, du sollst mal Joyce hier freilassen. Vielleicht macht ihr aber was Anständiges. Ihr könnt nämlich mal Ratten jagen zum Beispiel. Wir brauchen Essen, Nahrung, Quellen. Auch das hilft später, unsere Ziele ein bisschen freundlicher und froh Gemut zu stimmen. Deswegen bauen wir jetzt mal lustig Bärchen ab. Bisschen Glas, schadet nicht. Ja, das wäre auch mal ganz nett. Da können wir uns später noch kümmern.
Wie schaut's denn mit den wilden Tieren aus? Sind da immer noch so viele? Jesus. Verdammt. Essen. Gut. Jetzt hier, was mit dir los? Ich will mal rausgehen und die wilden Tiere jagen. Nicht angegriffen werden von Raubtieren. Sehr schön. Wäre mir lieb, du würdest mal Raubtiere angreifen, die ganz bösen Wilden. Ja, scheinbar. Na gut. Ich würde mal sagen, für die erste Episode können wir uns langsam mal dem Ende zuneigen. Wir haben einiges geschafft. Grundlegenden Anfang hier unten mit unserem kleinen Erntelinien, was ist das? Kleinen, aber feinen Johann. Ja, nicht, wo ist sie denn? Die böse große Jagdgattin. 2 Schafe. Die sind gut. Ja, Halleluja. Wo ist diese Lotta? Wo ist sie denn? Trainieren. Hallo. Und einfangen. Lotta, wo ist sie denn? Am Strick führen. Wundervoll. Da kommt langsam Freude auf. Ein Weibchen und ein Männchen. Auf dem Ziegel sollte sich gehen. Dann hoffe ich mal, dass die in unserem Stall relativ glücklich werden. Wo ist diese Lotta? Schnapp sie dir. Was? Wo ist sie, diese Lotta? Wo ist sie hier? Ja, gut. Ja, na. Rennt weg, super. Komm. Du holst Ferdinandl. Du musst es, oder? Komm, dann löst die anderen. Mal gucken, mal so. Hier weiterkommen. Ist hier nicht ganze Zeit. Hat sie in meinen Vorräten umgestreunert. Das ist nix. Okay, also nicht. Geht voran, geht voran. Was ist mit der Katze? Johann? Stopp mal. Muss ich nicht freilassen, die darf ruhig hier bleiben. Ich soll nur nicht ständig unten in meinen Vorräten rumspringen. Das wäre vollkommen ausreichend. Gut, wir unterbrechen jetzt mal. Haben wir jetzt mal die erste Episode, wir stehen ganz gut da. Rudimentär ist der Start erfolgt, würde ich mal sagen. So, dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich wünsche euch allen erstmal gute Zeit, Spaß und wir sehen uns demnächst bei der zweiten Episode.